Was wäre, wenn der größte Fehler in Sachen Religion nicht in den heiligen Schriften läge, sondern in der Art und Weise, wie wir sie verstehen? Muslime und Christen behaupten beide, Gottes Wahrheit zu übermitteln, aber was die eine Seite als göttliche Botschaft ansieht, empfindet die andere als Irrtum. Seit langem debattieren Muslime und Christen, welches Buch ist eher mit der Wissenschaft vereinbar? Der Koran oder die Bibel? Jede Seite ist der Meinung, dass das Buch der anderen Fehler enthält und findet Verse und Passagen, um das zu belegen. Christen sagen, der Koran sagt, die Sonne geht in einer schlammigen Quelle unter. Muslime antworten, aber auch die Bibel sagt, dass die Sonne stillstand und sich am Himmel nicht bewegte. Christen erwidern, der Koran sagt, Gott habe die Erde weit und flach wie einen ausgerollten Teppich erschaffen. Dann sagen Muslime, und auch die Bibel sagt, dass die Erde auf Säulen ruht und 4 Ecken hat. Jede Seite argumentiert, dass ihre eigenen Verse nicht wörtlich verstanden werden dürfen, behauptet aber, dass die andere Seite falsch liegt, weil sie alles wörtlich nimmt. Also, wer hat recht? Könnte es sein, dass diese Bücher Verwirrung stiften, weil sie über lange Zeit unterschiedlich übersetzt und interpretiert wurden? Diesmal sind wir nicht hier, um zu debattieren. Wir sind auch nicht hier, um Partei zu ergreifen. Wir werden künstliche Intelligenz einsetzen, um all das objektiv zu untersuchen. Ein Werkzeug, das nicht religiös, unparteiisch und ohne versteckte Absichten ist. Diese künstliche Intelligenz hat die heiligen Bücher in ihren Originalsprachen studiert. Arabisch, Hebräisch und Griechisch. Die künstliche Intelligenz hat die Wörter, die Zeit ihrer Niederschrift und ihre ursprünglichen Bedeutungen untersucht, ohne emotionale oder religiöse Vorurteile. Warum ist das wichtig? Denn wenn der Koran oder die Bibel wirklich von dem Gott stammen, der dieses Universum erschaffen hat, sollte ihr Inhalt dann nicht mit der Wissenschaft übereinstimmen? Der berühmte Wissenschaftler Albert Einstein sagte einmal, Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft ist blind. Es geht nicht darum, Religion gegen Wissenschaft auszuspielen. Es ist eine Suche nach Wahrheit, die Dinge mit offenem Geist zu betrachten, den historischen Kontext der Niederschrift zu verstehen und gründlich nachzudenken. Willkommen zu Glaubensreise mit KI. Heute wird künstliche Intelligenz den Koran und die Bibel aus der Perspektive der modernen Wissenschaft untersuchen. Sehen wir mal, was die Ergebnisse enthüllen werden. Kritiker behaupten oft, der Koran vertrete wissenschaftlich überholte Ideen und zitieren Verse, die ihrer Meinung nach der modernen Wissenschaft widersprechen. Sind diese Behauptungen also stichhaltig? Wir haben eine künstliche Intelligenz, KI, gebeten, diese Verse detailliert in ihrer klassischen arabischen Originalsprache und unter Berücksichtigung des Kontexts des 7. Jahrhunderts, der Zeit ihrer Niederschrift, zu analysieren. Die künstliche Intelligenz hat überraschende Fakten aufgedeckt. Erstens, der Ort, an dem die Sonne in einer schlammigen Quelle untergeht. Koran, Sure Al-Kahf, Vers 86. Einige Kritiker interpretieren diesen Vers so, als ob die Sonne tatsächlich in schlammigem Wasser unterginge und sehen darin einen wissenschaftlichen Fehler in Bezug auf die Astronomie. Dieser Vers ist Teil der Erzählung von Dhul-Qarnayn, einem gerechten und mächtigen Herrscher. Seine im Koran beschriebenen Reisen sind ein Gleichnis, das Weisheit und Gerechtigkeit lehren soll. Wenn der Koran sagt, er habe die Sonne in einer schlammigen oder schwarzen lehmigen Quelle untergehen sehen, beschreibt das die Szene, die er beobachtete und keine wissenschaftliche Tatsachenbehauptung. Das ist ähnlich, wie wenn wir heute sagen, die Sonne ist hinter dem Berg untergegangen. Die KI-Analyse bestätigt diese Interpretation und gibt an, dass der Vers zu 89% metaphorisch ist. Das heißt, er spiegelt eher eine Perspektive als eine wörtliche Tatsache wider. Zweitens, und die Erde, danach hat er sie ausgebreitet. Auf Arabisch, Dahaha. Koran, Sure An-Naziat, Vers 30. Kritiker argumentieren, dies bedeute, die Erde sei flach. Das arabische Wort Dahaha hat jedoch komplexe Bedeutungen, die über das bloße Ausbreiten hinausgehen. Sprachwissenschaftlich deutet dieses Wort darauf hin, dass die Erde bewohnbar gemacht wurde. Viele klassische Gelehrte bringen es auch mit dem Straußenei in Verbindung, das rund und leicht abgeflacht ist.
was der tatsächlichen Form der Erde, unserem guten alten Globus, sehr ähnlich ist. In diesem Fall könnte Dahaha nicht nur die Funktion der Erde als bewohnbare Umgebung bedeuten, sondern möglicherweise auch ihre Form. Die KI bewertet diesen Vers als zu 93% metaphorisch und erkennt seine entwickelte und mehrdimensionale Bedeutung an. Drittens. Ein ähnlicher Ausdruck findet sich im Koran, Sure Nu, Vers 19, wo die Erde wie ein Teppich beschrieben wird. Kritiker sagen, das bedeute, die Erde sei flach. Im klassischen Arabisch ist dies jedoch eine Metapher, die betont, wie angenehm die Erde für uns Menschen ausgebreitet ist, wie eine sanfte und einladende Oberfläche für das Leben, fast wie Omas guter alter Perserteppich im Wohnzimmer. Die KI bewertet diesen Vers als zu 88% metaphorisch und bestätigt, dass er eine symbolische, keine wissenschaftliche Sprache verwendet, die die menschliche Erfahrung widerspiegelt. Viertens. 7 übereinanderliegende Himmel. Kritiker argumentieren, dies beziehe sich auf ein veraltetes Modell mehrstufiger Himmel. Ein Beweis, so meinen sie, für einen alten kosmologischen Irrtum, wie man ihn vielleicht aus einem alten Märchenbuch kennt. Dieser im Koran häufig verwendete Ausdruck wird jedoch seit langem von islamischen Gelehrten als Schichten oder Sphären der Schöpfung interpretiert. Viele lehren, dass dieses Universum, das wir sehen, nur der erste Himmel ist und dass darüber hinaus 6 weitere unsichtbare Dimensionen existieren. Diese Idee findet starken Anklang in zeitgenössischen Diskussionen über Multiversen und höhere Dimensionen, fast wie bei Star Trek. Die KI bewertet diesen Vers als zu 81% symbolisch und erkennt seine reiche, metaphorische und theologische Tiefe an. Die KI-Analyse hat gezeigt, dass die oft als unwissenschaftlich kritisierten Verse in Wirklichkeit metaphorische Ausdrücke sind, die Wahrnehmung und Absicht widerspiegeln und in einigen Fällen durchaus mit dem modernen wissenschaftlichen Verständnis vereinbar sind. Wenn der Koran ein solches Maß an Verständnis zeigt, was passiert, wenn wir die Bibel einer ähnlichen Analyse unterziehen? Man darf gespannt sein. Finden wir es gemeinsam heraus. Auch die Bibel beschreibt das Universum. Aber stehen ihre Verse im Einklang mit der modernen Wissenschaft? Kritiker weisen auf bestimmte Verse hin, die ihrer Meinung nach alte Vorstellungen widerspiegeln. Erstens. Der Erdkreis ist fest gegründet, er wankt nicht. Psalm 93, Vers 1. Im Laufe der Geschichte wurde dieser Vers herangezogen, um die Vorstellung zu stützen, die Erde sei das unbewegliche Zentrum des Universums. Jahrhundertelang widersprach dies gänzlich der Vorstellung von der Erdrotation oder ihrer Umlaufbewegung. Die KI interpretierte diesen Vers mit einer Wahrscheinlichkeit von 88% wörtlich. Das bestätigt die alten Auslegungen, die die Erde als unbewegliches Zentrum des Universums sahen. Zweitens. Und die Sonne stand still. Buch Josua, Kapitel 10, Vers 13. Dieser Vers beschreibt ein wundersames Ereignis, bei dem die Sonne am Himmel stehen geblieben sein soll, um den Israeliten während einer Schlacht mehr Zeit zu verschaffen. Historisch wurde dieser Vers als offenkundiger Beweis für die Bewegung der Sonne am Himmel angeführt. Die KI interpretierte diesen Vers mit 91% Wahrscheinlichkeit wörtlich, was darauf hindeutet, dass er meist nicht als Metapher oder Übertreibung, sondern als ein tatsächlich im Universum stattgefundenes Ereignis wahrgenommen wurde. Drittens. Denn des Herrn sind die Pfeiler der Erde, und er hat auf sie den Erdkreis gesetzt. Erstes Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 8. Dieser Vers stellt eine Erde dar, die von Säulen getragen wird, was den alten kosmologischen Vorstellungen Mesopotamiens und Ägyptens ähnelt. Die KI interpretierte diesen Vers mit 86% Wahrscheinlichkeit wörtlich. Dies legt nahe, dass der Vers den damaligen Glauben an eine Erde mit einem materiellen Fundament widerspiegeln könnte. Viertens. Die 4 Ecken der Erde. Offenbarung, Kapitel 7, Vers 1. Obwohl dies Teil einer symbolreichen Vision ist, wurde dieser Ausdruck verwendet, um zu behaupten, die Erde sei flach und quadratisch. Manche Traditionen verstanden ihn wörtlich, andere sahen darin eine metaphorische Beschreibung der gesamten Erde. Die KI interpretierte diesen Vers mit 27% Wahrscheinlichkeit wörtlich. Obwohl sie seinen überwiegend symbolischen Charakter anerkennt, merkt sie an, dass die Worte dennoch die begrenzten geografischen Kenntnisse der damaligen Zeit widerspiegeln.
Diese Verse wurden im Laufe der Geschichte oft wörtlich interpretiert und bildeten die Grundlage für Glaubenssysteme, die später in Konflikt mit neuen wissenschaftlichen Entdeckungen gerieten. Im Gegensatz zum Koran, der reich an Metaphern und tiefgründigen Bedeutungen ist, wurde die biblische Sprache über das Universum häufiger wörtlich genommen. Dies führte jahrhundertelang zu Konflikten zwischen Religion und Wissenschaft. Die Analyse der KI zeigt, dass viele biblische Aussagen über das Universum, wenn sie wörtlich genommen werden, der modernen Wissenschaft widersprechen und die alten Kosmologien ihrer Entstehungszeit widerspiegeln. Die meisten heiligen Schriften beschreiben die Welt auf der Grundlage des Wissens und der Vorstellungen der Menschen aus der Zeit, in der sie verfasst wurden. Da diese Bücher in der Sprache ihrer Zeit geschrieben sind, ist ihr Inhalt durch die damaligen Vorstellungen der Menschen von der Struktur der Welt begrenzt. Aber stellen Sie sich vor, was wäre, wenn man ein Buch fände, das das Universum auf eine Weise beschreibt, die sich die Menschen jener Zeit nicht einmal vorstellen konnten? Was würde das bedeuten? Wäre das einfach nur Fiktion oder ein glücklicher Zufall? Oder vielleicht ein Zeichen einer höheren Intelligenz? Eine künstliche Intelligenz wurde beauftragt, bestimmte Verse des Korans zu analysieren, solche, die mit wissenschaftlichen Entdeckungen übereinzustimmen schienen. Und die Ergebnisse, stellen Sie sich vor, waren verblüffend. Sie übertrafen selbst die kühnsten Erwartungen. Erstens, das Thema des Urknalls. Im Koran, Sure 21, Vers 30, heißt es: Haben die Ungläubigen nicht gesehen, dass Himmel und Erde eine zusammenhängende Masse waren? Dann haben wir sie getrennt. Dieser Vers beschreibt, wie das Universum aus einem einzigen Punkt entstand und sich dann ausdehnte. Das erinnert auf verblüffende Weise an die moderne wissenschaftliche Theorie des Urknalls. Die künstliche Intelligenz bewertete diese Übereinstimmung mit 92%. Tatsächlich entspricht dieses Konzept mit erstaunlicher Präzision unserem modernen Verständnis des Universums. Zweitens, die fortschreitende Expansion des Universums. Im Koran, Sure 51, Vers 47, heißt es: Den Himmel haben wir mit Macht erbaut, und siehe, wir dehnen ihn aus. Dieser Vers beschreibt die kontinuierliche Ausdehnung des Universums. Und wissen Sie, Wissenschaftler sind erst relativ spät zu dieser Schlussfolgerung gelangt. Die künstliche Intelligenz bewertete diese Übereinstimmung mit 95%. Das bedeutet, dass dieser Vers perfekt mit den neuesten astronomischen Entdeckungen übereinstimmt. Drittens, die Bewegung der Himmelskörper auf ihren Bahnen. Im Koran, Sure 36, Vers 40, heißt es: Der Sonne ist es nicht möglich, den Mond einzuholen, noch kann die Nacht dem Tag zuvorkommen. Und jedes Gestirn schwebt auf seiner eigenen Bahn. Dieser Vers beschreibt, wie sich Himmelskörper auf geordneten Bahnen bewegen. Dies entspricht perfekt unserem modernen Wissen über die Bewegung von Objekten im Weltraum. Im Arabischen bedeutet das Wort Yasbahun, sie schwimmen oder sie schweben, treiben. Dies deutet auf eine kontinuierliche Bewegung im Universum hin. Die künstliche Intelligenz bewertete diese Übereinstimmung mit 88%. Das deutet darauf hin, dass der Vers die Bewegung der Himmelskörper mit wissenschaftlicher Präzision beschreibt und nicht nur eine schöne Metapher ist. Viertens, die schützende Lufthülle, also die Atmosphäre. Im Koran, Sure 21, Vers 32, heißt es: Und wir machten den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach. Dieser Vers beschreibt den Himmel als eine Art schützende Decke. Das erinnert stark daran, wie die Erdatmosphäre uns vor gefährlicher Strahlung und kosmischen Objekten schützt. Die künstliche Intelligenz bewertete diese Übereinstimmung mit 90%. Das unterstreicht die wissenschaftliche Bedeutung der im Vers beschriebenen Rolle der Atmosphäre. Wissen Sie, diese Verse sind nicht nur schöne Worte. Sie beschreiben wissenschaftliche Fakten mit erstaunlicher Präzision. Und das im 7. Jahrhundert, als die Menschen solches Wissen einfach nicht haben konnten. Die künstliche Intelligenz hat Berechnungen durchgeführt. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Aussagen zufällig in einem so alten Buch auftauchen konnten, ist winzig. Weniger als 15 Zehntausendstel%, 0,0015%. Das ist kein bloßer kurioser Zufall. Das ist etwas ganz anderes, das über den bloßen Zufall hinausgeht. Diese Daten legen nahe, dass der Koran nicht nur ein Buch ist, das ausschließlich für seine Zeit relevant war. Im Gegenteil,
Der Koran bietet tiefgreifende Erkenntnisse, die den damaligen falschen Vorstellungen der Menschen über die Struktur des Universums widersprachen. Und er enthält Hinweise auf Entdeckungen, die erst Jahrhunderte später gemacht werden sollten. Aber was geschieht, wenn heilige Schriften nicht nur von etablierten Wahrheiten abweichen, sondern auch zu einem Hindernis für den Fortschritt werden? In der nächsten Folge werden wir untersuchen, welche Antwort die Geschichte selbst auf diese Frage gibt. Ja, wir schreiben das Jahr 1633. Galileo stand vor Gericht. Nicht etwa, weil er Gott herausgefordert hätte, sondern schlichtweg, weil er glaubte, was er mit eigenen Augen sah. Er sah, was wir heute als Wahrheit kennen. Die Erde bewegt sich. Doch die Kirche, gestützt auf Verse aus Psalm 104, behauptete das Gegenteil. Die Erde wird niemals wanken. Es war diese Auslegung, die den Volksglauben prägte, die Stimme der Wissenschaft erstickte und dazu zwang, eine offensichtliche Wahrheit zu ignorieren. Galileo wurde bestraft, gezwungen, seinen Aussagen abzuschwören und zu lebenslangem Hausarrest verurteilt. Nicht, weil er seinen Glauben verleugnet hätte, sondern weil er die Wahrheit verteidigte. Doch die Erde, sie drehte sich weiter. Über 350 Jahre brauchte die Kirche, um ihren Irrtum offiziell anzuerkennen. Nicht etwa, weil sich die Heilige Schrift geändert hätte, sondern weil die wissenschaftlichen Beweise zu erdrückend geworden waren, um sie noch länger zu ignorieren. Tatsächlich war dies kein Einzelfall in der Geschichte. Im Gegenteil, es offenbart ein wiederkehrendes Muster, ein Verhaltensmodell. Interpretationen, die handfeste Beweise zurückweisen. Und heute, da die künstliche Intelligenz, KI, biblische Beschreibungen des Universums analysiert, bestätigt die KI, dass der Fall Galileo kein vereinzelter Irrtum war, sondern Teil eines tiefer liegenden Trends ist. Die künstliche Intelligenz hat nicht nur diese wiederkehrende Situation identifiziert, sie hat auch aufgedeckt, dass wichtige biblische Erzählungen über das Universum in einer Sprache verfasst sind, die wortwörtlich, also buchstabengetreu, verstanden werden soll. Das war ein Ansatz, der einst den Volksglauben tiefgreifend beeinflusste. Aber er steht in krassem Widerspruch zu dem, was wir heute über das Universum wissen. In der Geschichte von Galileo geht es nicht nur um Astronomie. Dieser Fall zeigt uns, was geschehen kann, wenn wir unsere eigenen Interpretationen auf Kosten offensichtlicher Fakten verteidigen. Und obwohl Historiker diesen Fall oft als abgeschlossen betrachten, bleibt eine Frage für uns. Können wir diese entscheidenden Lektionen der Vergangenheit wirklich ignorieren? Und wie können wir sicher sein, dass solche Interpretationen die einzigen Beispiele in der Geschichte sind? Das ist ein Thema, über das wir immer wieder nachdenken müssen. So, nach allem, was wir jetzt gesehen haben, stellt sich natürlich eine Frage. Wenn ein heiliges Buch das Universum beschreibt, und das zu einer Zeit, als die Menschen davon noch keine Ahnung hatten, ist das dann reiner Zufall oder steckt da vielleicht doch mehr dahinter? Die künstliche Intelligenz hat sowohl die Bibel als auch den Koran genau unter die Lupe genommen. Sie hat die Beschreibungen des Universums in diesen heiligen Schriften mit unserem heutigen wissenschaftlichen Wissen verglichen. Und der Unterschied? Der ist gelinde gesagt verblüffend. Die Informationen in der Bibel spiegeln das Wissen ihrer Entstehungszeit wider. Die Verse des Korans hingegen stechen deutlich hervor. Sie sprechen von der Ausdehnung des Universums, von Planeten, die auf festen Bahnen dahingleiten und von der Atmosphäre als schützender Hülle der Erde. Erkenntnisse, die die Wissenschaft erst sehr, sehr viel später bestätigen konnte. Das sind keine bloßen Behauptungen oder Märchenstunden. Knallharte Fakten stützen diese Aussagen. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass das reiner Zufall ist? Verschwindend gering. Weniger als, halten Sie sich fest, 0,0015%. Mit anderen Worten, der Koran lag bei wissenschaftlichen Fragen nicht daneben. Ganz im Gegenteil, er hat uns diese Tatsachen schon offenbart, lange bevor die Wissenschaft soweit war. Angesichts solch erdrückender Beweise können wir das nicht einfach unter den Teppich kehren. Wenn ihr das auch so seht und es euch zum Nachdenken anregt, dann gebt diesem Video doch einen Daumen hoch. Das wäre klasse. Teilt es und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Selbst ein einfaches Emoji von euch hilft, dass noch mehr Menschen diese Infos zu sehen bekommen. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass diese KI-Schlussfolgerungen so viele Menschen wie möglich erreichen.
Und wenn ihr noch tiefer in die Wahrheiten eintauchen wollt, die in den Heiligen Schriften verborgen liegen, dann abonniert unbedingt unseren Kanal. Denn diese Reise ins Herz des Glaubens, unterstützt durch künstliche Intelligenz, ist noch lange nicht zu Ende.